Hallo und willkommen. Schön, dass du heute zuhörst. Mach es dir bequem. Heute begleiten wir Matteo ins Kino. Er möchte einen Film sehen. Doch vor dem Film gibt es einige kleine Aufgaben. Matteo liest das Kinoprogramm. Er prüft die Uhrzeit. Er schaut auf die Sprache. Dann kauft er 2 Karten. Im Kino sucht er den richtigen Saal. Später findet er seine Reihe und seinen Sitzplatz. Es gibt auch ein kleines Problem. Matteo hat zuerst die falsche Vorstellung gewählt. Er bleibt ruhig. Er fragt nach einer Lösung. Wir gehen langsam vor. Ein Satz kommt nach dem anderen. Du musst nichts auswendig lernen. Du musst auch nicht jedes Wort sofort verstehen. Höre einfach zu. Vielleicht kennst du einige Wörter schon. Andere Wörter sind neu. Das ist in Ordnung. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Jetzt beginnt die Geschichte. Erste. Freitagmorgen, es ist Freitagmorgen. Matteo sitzt am Küchentisch. Er trinkt Kaffee. Neben ihm liegt sein Handy. Am Abend möchte er etwas Schönes machen. Die Arbeitswoche war lang. Matteo möchte sich entspannen. Er denkt an einen Spaziergang. Dann denkt er an ein Restaurant. Am Ende entscheidet er sich für das Kino. Er schreibt seiner Freundin Lina: Möchtest du heute Abend einen Film sehen? Lina antwortet schnell: Ja, gern. Welcher Film läuft? Matteo öffnet die Internetseite des Kinos. Nun beginnt die Planung. Zweite. Das Kinoprogramm. Auf der Internetseite steht das Kinoprogramm. Das Kinoprogramm zeigt alle Filme. Dort stehen auch die Uhrzeiten. Matteo sieht viele Bilder. Ein Film ist eine Komödie. Ein anderer Film ist spannend. Ein dritter Film ist ein Drama. Matteo möchte eine ruhige Geschichte sehen. Er öffnet die Beschreibung eines spanischen Films. Der Film beginnt um 20 Uhr. Eine zweite Vorstellung beginnt um 22:30 Uhr. Matteo wählt die frühere Zeit. Er sagt, die Vorstellung um 20 Uhr passt gut. Dann schickte er Lina den Filmtitel. Dritte. Was bedeutet Vorstellung? Eine Vorstellung ist ein Film zu einer bestimmten Uhrzeit. Ein Kino zeigt denselben Film oft mehrmals. Jede Uhrzeit ist eine eigene Vorstellung. Matteo prüft deshalb nicht nur den Filmtitel. Er prüft auch die Uhrzeit. Ein kurzer Satz lautet: Wann beginnt die Vorstellung? Eine zweite Frage ist: Gibt es heute noch eine spätere Vorstellung? Diese Fragen sind im Kino sehr nützlich. Vierte. Die Sprache des Films. Unter dem Filmtitel stehen mehrere Abkürzungen. Eine Vorstellung ist auf Deutsch. Eine andere Vorstellung ist in der Originalsprache. Matteo sieht die Buchstaben OMU. Er liest die Erklärung. OMU bedeutet Original mit Untertiteln. Der Film bleibt auf Spanisch. Unten auf der Leinwand stehen deutsche Untertitel. Matteo spricht Spanisch. Lina lernt Spanisch. Beide finden diese Version interessant. Matteo schreibt: Der Film läuft im Original mit deutschen Untertiteln. Lina antwortet: Perfekt. Diese Vorstellung nehmen wir. Fünfte. Originalfassung und Synchronfassung. Es gibt verschiedene Sprachfassungen. In der Originalfassung hört man die Stimmen aus dem Originalfilm. In einer Synchronfassung hört man deutsche Stimmen. Die Schauspieler sprechen dann nicht selbst Deutsch. Andere Personen sprechen den deutschen Text. Matteo mag oft die Originalfassung.
Lina wählt manchmal die Synchronfassung. Heute sind beide mit Omu zufrieden. Ein nützlicher Satz ist der Film auf Deutsch? Eine weitere Frage lautet, gibt es deutsche Untertitel? 6. Die Altersfreigabe. Auf der Filmseite steht auch die Altersfreigabe. Sie zeigt, ab welchem Alter ein Film geeignet ist. Bei diesem Film steht ab 12 Jahren. Matteo und Lina sind erwachsen. Für sie gibt es kein Problem. Matteo liest trotzdem die Angabe. Später möchte seine Schwester mit ihrem Sohn ins Kino. Dann ist diese Information wichtig. Matteo merkt sich die Frage, ab welchem Alter ist der Film freigegeben? 7. 2 Karten reservieren. Matteo klickt auf Karten kaufen. Dann wählt er 2 Personen. Auf dem Bildschirm erscheint der Saalplan. Viele Sitze sind noch frei. Einige Plätze sind bereits verkauft. Freie Plätze sind grün. Besetzte Plätze sind grau. Matteo sucht eine ruhige Reihe. Er mag die Mitte. Lina sitzt lieber etwas weiter hinten. Sie wählen Reihe 8. Die Sitznummern sind 12 und 13. Matteo prüft die Auswahl. Dann klickt er auf Weiter. 8. Reihe und Sitznummer. Eine Reihe ist eine Linie mit mehreren Sitzen. Im Kino haben die Reihen oft Zahlen oder Buchstaben. Jeder Sitz hat eine eigene Nummer. Auf Matteos Karte steht Reihe 8, Sitz 12. Auf Linas Karte steht Reihe 8, Sitz 13. Beide sitzen nebeneinander. Ein hilfreicher Satz lautet, in welcher Reihe sitzen wir? Eine zweite Frage ist, welche Sitznummer haben Sie? 9. Der Preis. Nun sieht Matteo den Preis. Eine normale Karte kostet 12 Euro. Für 2 Karten bezahlt er 24 Euro. Es gibt auch einen kleinen Online-Aufpreis. Matteo prüft den Gesamtbetrag. Dann wählt er eine Zahlungsart. Er bezahlt mit seiner Bankkarte. Nach einigen Sekunden erscheint eine Bestätigung. Die Karten sind gekauft. Matteo speichert die Bestätigung auf seinem Handy. 10. Die falsche Uhrzeit. Kurz danach schaut Matteo noch einmal auf die Karten. Plötzlich merkt er einen Fehler. Auf der Bestätigung steht 22:30 Uhr. Matteo wollte aber die Vorstellung um 20 Uhr. Er hat die falsche Uhrzeit gewählt. Matteo wird kurz nervös. Dann atmet er ruhig. Er öffnet die Hilfe auf der Internetseite. Dort steht eine Telefonnummer. Matteo ruft das Kino an. 11. Ein Anruf beim Kino. Eine Mitarbeiterin meldet sich. Kino Central, guten Tag. Matteo sagt, guten Tag. Ich habe gerade 2 Karten gekauft. Die Mitarbeiterin fragt, wie kann ich Ihnen helfen? Matteo erklärt, ich habe leider die falsche Vorstellung gewählt. Welche Uhrzeit steht auf den Karten? 22:30 Uhr. Welche Uhrzeit möchten Sie? 20 Uhr. Die Mitarbeiterin bittet um die Buchungsnummer. Matteo liest die Nummer langsam vor. 12. Die Buchungsnummer. Eine Buchungsnummer gehört zu einem Kauf. Sie hilft dem Kino, die Reservierung zu finden. Matteo sieht die Nummer in der Bestätigung. Sie besteht aus Buchstaben und Zahlen. Er sagt, meine Buchungsnummer lautet A7429. Die Mitarbeiterin wiederholt die Nummer. Matteo hört genau zu. Dann bestätigt er, ja, das ist richtig. 13. Die Karten ändern. Die Mitarbeiterin findet die Buchung.
Für die Vorstellung um 20 Uhr gibt es noch Plätze. Die gleichen Sitze sind aber nicht mehr frei. Matteo kann andere Plätze wählen. Die Mitarbeiterin nennt Reihe 9. Dort sind Sitz 10 und 11 frei. Matteo fragt, sind die Plätze ungefähr in der Mitte? Die Mitarbeiterin sagt, ja. Die Plätze sind ziemlich zentral. Matteo stimmt zu. Die Buchung wird geändert. Kurz danach bekommt er eine neue E-Mail. 14. Die neue Bestätigung Matteo öffnet die neue Nachricht. Dort steht die richtige Uhrzeit. 20 Uhr. Auch die neuen Plätze stehen dort. Reihe 9. Sitz 10 und 11. Matteo löscht die alte Karte nicht sofort. Er markiert sie als ungültig. Dann speichert er die neue Bestätigung. So verwechselt er die Karten später nicht. 15. Lina informieren Matteo, schreibt Lina. Kleine Änderung. Unsere Plätze sind jetzt in Reihe 9. Lina fragt, bleibt die Uhrzeit bei 20 Uhr? Matteo antwortet ja. Jetzt stimmt alles. Dann schickt er ihr die neuen Karten. Lina speichert die Nachricht. Beide verabreden sich um 19:15 Uhr vor dem Kino. 16. Der Weg zum Kino am Abend fährt Matteo mit der Straßenbahn. Er möchte früh genug ankommen. Die Fahrt dauert 20 Minuten. Matteo steigt an der Haltestelle Rathaus aus. Von dort sind es 5 Minuten zu Fuß. Vor dem Kino leuchten große Filmplakate. Viele Menschen warten am Eingang. Matteo schaut auf die Uhr. Es ist 19:10 Uhr. Er ist pünktlich. 17. Treffen vor dem Kino Lina kommt wenige Minuten später. Sie trägt eine leichte Jacke. Matteo begrüßt sie. Schön, dass du da bist. Lina sagt, ich freue mich auf den Film. Beide schauen auf das große Plakat. Der Filmtitel steht oben. Darunter sehen sie die Schauspieler. Lina fragt, hast du die Karten auf dem Handy? Matteo zeigt die neue Bestätigung. 18. Am Eingang steht ein Mitarbeiter. Er scannt die Karten. Matteo öffnet den QR-Code. Der erste Code funktioniert sofort. Beim zweiten Code bleibt der Bildschirm dunkel. Matteo erhöht kurz die Helligkeit. Dann wird auch Linas Karte erkannt. Der Mitarbeiter sagt, Saal 4 ist im 1. Stock. Matteo fragt, wo ist die Treppe? Der Mitarbeiter zeigt nach links. 19. Der QR-Code. Ein QR-Code ist ein quadratisches Zeichen. Ein Scanner kann ihn lesen. Auf einer digitalen Kinokarte steht oft ein QR-Code. Matteo muss die Karte nicht ausdrucken. Er zeigt den Code auf dem Handy. Ein kurzer Satz lautet, können Sie den QR-Code lesen? Eine zweite Frage ist, muss ich die Karte ausdrucken? 20. Popcorn und Getränke. Vor dem Film möchten Matteo und Lina etwas kaufen. Am Verkaufstresen gibt es Popcorn. Es gibt süßes Popcorn. Es gibt auch salziges Popcorn. Lina möchte eine kleine süße Portion. Matteo nimmt eine mittlere salzige Portion. Beide bestellen Wasser. Der Mitarbeiter fragt, möchten Sie stilles Wasser oder Wasser mit Kohlensäure? Matteo wählt stilles Wasser. Lina nimmt Wasser mit Kohlensäure. 21. Eine Bestellung am Tresen. Matteo sagt, einmal mittleres salziges Popcorn, bitte. Lina ergänzt, und einmal kleines süßes Popcorn. Der Mitarbeiter fragt, sonst noch etwas? Matteo sagt, 2 Wasser bitte.
Dann nennt der Mitarbeiter den Preis. Matteo bezahlt. Lina trägt die Getränke. Gemeinsam gehen sie zur Treppe. 22. Das Kombi-Angebot. Auf einem Schild steht ein Kombi-Angebot. Popcorn und Getränk kosten zusammen weniger. Matteo hat das Schild zu spät gesehen. Er fragt, gilt das Angebot auch für unsere Bestellung? Der Mitarbeiter prüft den Kauf. Dann sagt er ja. Ich kann den Preis noch ändern. Matteo bekommt einen kleinen Betrag zurück. Er bedankt sich. 23. Den richtigen Kinosaal finden. Im ersten Stock gibt es mehrere Säle. Saal 1 liegt rechts. Saal 2 und 3 liegen geradeaus. Saal 4 ist links. Matteo schaut auf seine Karte. Dort steht deutlich Saal 4. Lina sieht ein Schild mit einem Pfeil. Beide folgen dem Pfeil. Vor dem Saal steht noch einmal der Filmtitel. 24. Ein falscher Saal. Vor Saal 3 wartet eine große Gruppe. Matteo denkt kurz, dass dies ihr Saal ist. Dann schaut er auf den Bildschirm. Dort läuft ein anderer Film. Lina sagt, unser Film ist in Saal 4. Matteo nickt. Sie gehen eine Tür weiter. Dieser kleine Kontrollschritt verhindert ein neues Problem. 25. Im dunklen Kinosaal. Im Kinosaal ist es schon dunkel. Auf der Leinwand läuft Werbung. Matteo senkt die Helligkeit seines Handys. Er möchte andere Zuschauer nicht stören. Dann sucht er die Nummer der Reihe. Reihe 7. Reihe 8. Danach kommt Reihe 9. Matteo und Lina gehen langsam durch den Gang. 26. Die Sitzplätze sind besetzt. Bei Sitz 10 und 11 sitzen bereits 2 Personen. Matteo prüft noch einmal seine Karte. Die Reihe stimmt. Auch die Nummer stimmt. Er sagt freundlich, Entschuldigung. Ich glaube, das sind unsere Plätze. Eine Person zeigt ihre Karte. Dort steht Reihe 6. Sie haben die falsche Reihe gewählt. Die beiden entschuldigen sich. Dann gehen sie zu ihren richtigen Plätzen. 27. Höflich nach dem Sitzplatz fragen, im Kino kann man ruhig und freundlich sprechen. Ein möglicher Satz ist, Entschuldigung, ist das Sitz 12? Oder könnten Sie bitte Ihre Karte prüfen? Matteo beschuldigt niemanden. Er zeigt nur die Information. So kann das Problem schnell gelöst werden. 28. Jacke und Tasche. Matteo setzt sich. Er legt die Jacke auf seinen Schoß. Die Tasche stellt er unter den Sitz. Der Gang soll frei bleiben. Lina stellt ihr Getränk in den Getränkehalter. Das Popcorn hält sie in der Hand. Dann schaltet sie ihr Handy auf lautlos. 29. Das Handy im Kino. Vor dem Film erscheint ein Hinweis. Handys sollen ausgeschaltet oder lautlos sein. Die Bildschirmhelligkeit soll niedrig bleiben. Matteo prüft sein Handy. Der Ton ist aus. Auch die Vibration ist aus. Dann steckt er das Handy in die Tasche. Er möchte den Film ohne Störung sehen. 30. Werbung und Trailer. Zuerst läuft Werbung. Danach kommen mehrere Trailer. Ein Trailer zeigt kurze Szenen aus einem neuen Film. Matteo sieht eine spannende Komödie. Lina möchte sich den Titel merken. Sie schreibt ihn nicht sofort auf. Sie wartet bis nach dem Film. So stört das Handy niemanden. 31. Der Film beginnt. Das Licht wird noch dunkler. Der Hauptfilm beginnt.
Zuerst sieht man eine ruhige Straße. Dann hört man spanische Stimmen. Unten erscheinen deutsche Untertitel. Lina liest Zaust aufmerksam. Matteo hört auf die Sprache. Beide können der Geschichte gut folgen. 32. Die Untertitel sind schwer zu lesen. Nach einigen Minuten merkt Lina ein Problem. Eine große Person sitzt vor ihr. Der Kopf verdeckt einen kleinen Teil der Untertitel. Lina bewegt sich etwas nach links. Es hilft nicht genug. Sie möchte den Film trotzdem verstehen. In einer ruhigen Szene flüstert sie Matteo zu: Ich kann die Untertitel kaum sehen. 33. Den Platz wechseln. In derselben Reihe sind 2 andere Plätze frei. Matteo schaut kurz. Dann fragt er leise einen Mitarbeiter am Rand: Dürfen wir auf die freien Plätze wechseln? Der Mitarbeiter prüft die Plätze. Sie sind nicht verkauft. Er sagt: Ja, Sie können dort sitzen. Matteo und Lina wechseln leise. Nun sieht Lina die ganze Leinwand. 34. Rücksicht im Kinosaal. Im Kino sitzen viele Menschen zusammen. Darum ist Rücksicht wichtig. Man spricht nur sehr leise. Man benutzt das Handy nicht mit hellem Bildschirm. Man stellt keine Tasche in den Gang. Man tritt nicht gegen den vorderen Sitz. Matteo und Lina achten auf diese Regeln. So können alle den Film genießen. 35. Eine kurze Pause. Im Film, nach etwa einer Stunde, stoppt der Film plötzlich. Die Leinwand wird dunkel. Im Saal hört man leise Stimmen. Dann geht etwas Licht an. Ein Mitarbeiter kommt herein. Er sagt, es gibt ein kleines technisches Problem. Der Film soll in wenigen Minuten weitergehen. 36. Ein technisches Problem. Matteo bleibt auf seinem Platz. Andere Zuschauer gehen kurz hinaus. Lina fragt, wie lange dauert die Pause? Der Mitarbeiter antwortet, ungefähr 5 Minuten. Matteo schaut auf die Uhr. Dann unterhalten sich beide leise über den Anfang des Films. 37. Der Film läuft weiter. Nach 6 Minuten beginnt der Film wieder. Der Mitarbeiter startet einige Sekunden früher. So fehlt keine wichtige Szene. Die Zuschauer werden wieder ruhig. Matteo konzentriert sich auf die Geschichte. Das technische Problem ist gelöst. 38. Ein sehr lauter Zuschauer. Später spricht eine Person hinter Matteo sehr laut. Matteo wartet kurz. Dann dreht er sich um. Er sagt leise, Entschuldigung. Könnten Sie bitte etwas leiser sprechen? Die Person nickt. Danach ist es ruhig. Matteo kann den Film weitersehen. 39. Wenn das Problem bleibt, manchmal bleibt ein Zuschauer laut. Dann muss Matteo nicht lange streiten. Er kann einen Mitarbeiter informieren. Ein Satz lautet, im Saal spricht eine Person sehr laut. Oder, könnten Sie bitte kurz helfen? Das Personal kann die Situation klären. 40. Das Ende des Films. Nach 2 Stunden endet der Film. Auf der Leinwand erscheinen die Namen der Schauspieler. Einige Zuschauer stehen sofort auf. Matteo und Lina bleiben noch kurz sitzen. Sie möchten den letzten Teil der Musik hören. Dann nehmen sie ihre Jacken und Taschen. Sie prüfen, ob nichts unter dem Sitz liegt. 41. Den Ausgang finden. Im Saal geht das Licht an. An der Wand leuchtet das Wort Ausgang. Ein Pfeil zeigt nach rechts. Matteo folgt dem Gang.
Die Ausgangstür führt direkt in den Flur. Dort stehen mehrere Menschen. Matteo wartet kurz. Dann gehen beide nach unten. 42. Nach dem Film vor dem Kino sprechen Matteo und Lina über den Film. Lina sagt, die Geschichte war ruhig, aber spannend. Matteo mochte besonders die Musik. Beide fanden die Schauspieler gut. Lina sagt, die Untertitel waren meistens leicht zu verstehen. Matteo fragt, möchtest du den Film noch einmal sehen? Lina lacht. Vielleicht später. 43. Eine Bewertung am nächsten Tag bekommt Matteo eine E-Mail. Das Kino bittet um eine Bewertung. Matteo gibt 4 von 5 Sternen. Er schreibt, der Film war sehr gut. Das Personal war freundlich. Es gab ein kurzes technisches Problem. Die Lösung kam schnell. Die Bewertung ist kurz und sachlich. 44. Eine verlorene Sache. Am Samstag merkt Lina, ihr Schal fehlt. Vielleicht liegt er noch im Kino. Sie ruft beim Fundbüro des Kinos an. Guten Tag. Ich habe gestern meinen Schal verloren. Die Mitarbeiterin fragt nach Farbe und Saal. Lina sagt, der Schal ist blau. Wir waren in Saal 4. 45. Das Fundbüro. Das Fundbüro sammelt verlorene Dinge. Die Mitarbeiterin sucht in einer Liste. Ein blauer Schal wurde gefunden. Lina beschreibt noch ein kleines Muster. Die Beschreibung passt. Sie kann den Schal am Nachmittag abholen. Lina bedankt sich. 46. Eine Rückerstattung stellt dir eine andere Situation vor. Ein Film fällt vollständig aus. Dann kann das Kino eine Rückerstattung anbieten. Das bedeutet, die Person bekommt ihr Geld zurück. Oder sie erhält einen Gutschein. Eine Frage lautet, bekomme ich den Preis zurück? Eine zweite Frage ist, kann ich eine andere Vorstellung wählen? 47. Ein Gutschein. Ein Gutschein kann später benutzt werden. Darauf steht ein bestimmter Wert. Zum Beispiel 15 Euro. Matteo bekommt zu seinem Geburtstag einen Kinogutschein. Beim nächsten Kauf trägt er den Code ein. Der Preis wird niedriger. Wenn Geld übrig bleibt, kann es manchmal später genutzt werden. 48. Eine ausverkaufte Vorstellung. Am folgenden Wochenende möchte Matteo wieder ins Kino. Doch die gewünschte Vorstellung ist ausverkauft. Alle Sitze sind besetzt. Matteo prüft eine spätere Uhrzeit. Dort gibt es noch Plätze. Lina kann an diesem Abend nicht so spät bleiben. Darum wählen sie einen anderen Tag. 49. Karten an der Kinokasse. Nicht jede Person kauft online. Man kann Karten auch an der Kinokasse kaufen. Matteo sagt, 2 Karten für den Film am Samstag, bitte. Die Mitarbeiterin fragt, welche Vorstellung möchten Sie? Matteo antwortet, die Vorstellung um 18 Uhr. Dann wählt er die Plätze auf einem Bildschirm. 50. Bar oder mit Karte bezahlen. An der Kasse kann Matteo bar bezahlen. Er kann auch eine Karte benutzen. Die Mitarbeiterin fragt, möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Matteo sagt, mit Karte bitte. Dann hält er die Karte an das Gerät. Die Zahlung ist erfolgreich. 51. Ermäßigte Karten. Manche Kinos bieten ermäßigte Karten an. Zum Beispiel für Schüler oder für Studierende. Auch andere Gruppen können einen niedrigeren Preis bekommen. Dafür braucht man oft einen Nachweis. Eine Frage lautet, gibt es eine Ermäßigung?
Eine zweite Frage ist, welchen Nachweis brauche ich? 52. Ein barrierefreier Platz. Einige Zuschauer brauchen einen barrierefreien Platz. Diese Plätze sind gut erreichbar. Manchmal gibt es Platz für einen Rollstuhl. Eine Begleitperson kann daneben sitzen. Matteo sieht ein Symbol im Saalplan. Bei einer Frage kann er das Kino anrufen. Ist dieser Saal barrierefrei? 53. Hörunterstützung. Manche Kinos bieten Hilfe beim Hören. Es kann besondere Geräte geben. Oder eine App mit zusätzlichem Ton. Eine Person fragt vorher: Gibt es eine Hörunterstützung für diesen Film? Das Kino erklärt das Angebot. So kann die Person besser planen. 54. Audiodeskription. Audiodeskription beschreibt wichtige Bilder. Sie kann blinden Menschen helfen. Zwischen den Dialogen hört man kurze Beschreibungen. Nicht jede Vorstellung bietet diese Funktion. Darum ist eine vorherige Frage sinnvoll. Gibt es für diesen Film Audiodeskription? 55. Ein Familienfilm. Am Sonntag geht Matteo mit seiner Schwester ins Kino. Auch sein Neffe Pablo kommt mit. Pablo ist 9 Jahre alt. Sie wählen einen Familienfilm. Matteo prüft die Altersfreigabe. Der Film ist ab 6 Jahren freigegeben. Pablo darf ihn sehen. 56. Ein Kinderpreis. Für Kinder kostet die Karte weniger. Die Mitarbeiterin fragt nach Pablos Alter. Matteos Schwester nennt das Alter. Dann bekommen sie einen Kinderpreis. Pablo freut sich. Er darf auch eine kleine Tüte Popcorn wählen. 57. Ein Platz am Rand. Pablo möchte nicht in der Mitte sitzen. Er muss vielleicht während des Films zur Toilette. Darum wählen sie Plätze am Rand. So können sie leichter hinausgehen. Matteo prüft den Saalplan. Reihe 5 hat passende Plätze. 58. Die Toilette finden vor dem Film, fragt Pablo. Wo ist die Toilette? Matteo sieht ein Schild. Ein Pfeil zeigt nach unten. Die Toiletten sind neben der Treppe. Pablo geht mit seiner Mutter. Danach kommen beide rechtzeitig zurück. 59. Ein zu langer Trailerblock. Vor dem Familienfilm laufen viele Trailer. Pablo fragt, wann beginnt der richtige Film? Matteo sagt gleich. Auf der Karte steht nur die offizielle Startzeit. Werbung und Trailer beginnen oft zu dieser Zeit. Der Hauptfilm kann einige Minuten später starten. 60. Ein Open-Air-Kino. Im Sommer gibt es ein Kino im Freien. Man nennt es Open-Air-Kino. Die Leinwand steht in einem Park. Die Zuschauer sitzen auf Stühlen. Matteo nimmt eine leichte Decke mit. Am Abend wird es kühl. Der Film beginnt erst nach Sonnenuntergang. 61. Schlechtes Wetter. Beim Open-Air-Kino kann das Wetter wichtig sein. Kurz vor dem Film beginnt es zu regnen. Das Kino informiert die Zuschauer per E-Mail. Die Vorstellung wird verschoben. Matteo prüft das neue Datum. Dann bestätigt er, dass er kommen kann. 62. Ein Filmfestival. Ein Filmfestival zeigt viele besondere Filme. Manche Filme laufen nur einmal. Es gibt Gespräche mit Regisseuren. Matteo liest das Programm genau. Ein Film beginnt am Nachmittag. Danach gibt es ein Gespräch auf Englisch. Matteo entscheidet, beide Teile zu besuchen. 63. Ein Gespräch nach dem Film. Nach einem Festivalfilm kommt die Regisseurin auf die Bühne.
Das Publikum darf Fragen stellen. Matteo möchte etwas fragen. Er hebt die Hand. Dann sagt er: Warum spielt die Geschichte in dieser Stadt? Die Regisseurin antwortet ausführlich. Matteo versteht den wichtigsten Teil. 64. Kurze Fragen für den Kinoalltag. Welcher Film läuft heute? Wann beginnt die Vorstellung? Ist der Film auf Deutsch? Gibt es deutsche Untertitel? Was bedeutet Omu? Ab welchem Alter ist der Film? Sind noch Plätze frei? Welche Reihe ist ruhig? Wo ist Sitz 12? Kann ich die Karte ändern? Wo finde ich Saal 4? Muss ich die Karte ausdrucken? Kann ich mit Karte bezahlen? Gibt es eine Ermäßigung? Wo ist der Ausgang? Kann ich meinen verlorenen Schal abholen? 65. Kurze Antworten verstehen Frage: Wann beginnt der Film? Antwort: Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Frage: Ist der Film auf Deutsch? Antwort: Nein. Er läuft im Original mit deutschen Untertiteln. Frage: Wo sitzen wir? Antwort: In Reihe 9 auf den Plätzen 10 und 11. Frage: Wo ist Saal 4? Antwort: Im ersten Stock links. Frage: Kann ich den Platz wechseln? Ja. Die beiden Plätze sind frei. Frage: Wurde mein Schal gefunden? Antwort: Ja. Sie können ihn heute abholen. 66. Richtig oder falsch Aussage 1. Matteo möchte zuerst die Vorstellung um 22:30 Uhr. Falsch. Er möchte um 20 Uhr gehen. Aussage 2. Omu bedeutet Original mit Untertiteln. Richtig. Aussage 3. Matteo und Lina sitzen zuerst in Reihe 9. Richtig. Aussage 4. Sie kaufen kein Popcorn. Falsch. Beide kaufen Popcorn. Aussage 5. Der Film hat kurz ein technisches Problem. Richtig. Aussage 6. Lina verliert ihre Jacke. Falsch. Sie verliert ihren Schal. Aussage 7. Ein QR-Code kann am Eingang gescannt werden. Richtig. Aussage 8. Matteo spricht im Film laut. Falsch. Er achtet auf andere Zuschauer. 67. Wörter in kleinen Bildern Kino. Ein großes Gebäude mit Filmplakaten. Kinoprogramm. Viele Filmtitel und Uhrzeiten stehen auf dem Bildschirm. Vorstellung. Ein Film beginnt um 20 Uhr. Kinokarte. Ein QR-Code steht auf dem Handy. Reihe. Mehrere Sitze stehen nebeneinander. Sitznummer. Eine kleine Zahl steht am Sessel. Leinwand. Ein großes helles Bild ist vorne im Saal. Untertitel. Deutscher Text steht unten im Bild. Popcorn. Eine warme Tüte liegt in Matteos Hand. Ausgang. Ein grünes Schild zeigt den Weg nach draußen. 68. Sätze zum Mitsprechen. Ich möchte 2 Karten kaufen. Wann beginnt die Vorstellung? Ist der Film auf Deutsch? Gibt es deutsche Untertitel? Was bedeutet Omu? Welche Plätze sind noch frei? Wir möchten gern nebeneinander sitzen. Ich habe die falsche Uhrzeit gewählt. Kann ich die Buchung ändern? Wo ist Saal 4? Welche Reihe ist das? Ich glaube, das sind unsere Plätze. Dürfen wir den Platz wechseln? Könnten Sie bitte etwas leiser sein? Wo ist der Ausgang? Ich habe meinen Schal verloren. 69. 20 kleine Situationen. Situation 1.
Matteo prüft das Kinoprogramm. Situation 2. Lina fragt nach der Sprache. Situation 3. Beide wählen Um-U. Situation 4. Matteo kauft 2 Karten. Situation 5. Die Uhrzeit ist falsch. Situation 6. Das Kino ändert die Buchung. Situation 7. Matteo speichert die neue Karte. Situation 8. Der QR-Code ist zu dunkel. Situation 9. Matteo erhöht kurz die Helligkeit. Situation 10. Lina kauft süßes Popcorn. Situation 11. Matteo sucht Saal 4. Situation 12. 2 Personen sitzen auf ihren Plätzen. Situation 13. Die falsche Reihe wird erkannt. Situation 14. Lina sieht die Untertitel nicht gut. Situation 15. Beide wechseln auf freie Plätze. Situation 16. Der Film stoppt kurz. Situation 17. Ein Mitarbeiter erklärt das Problem. Situation 18. Der Film läuft weiter. Situation 19. Lina sucht später ihren Schal. Situation 20. Das Fundbüro findet ihn. 70. Eine zweite längere Kinogeschichte einige Wochen später plant Lina selbst einen Kinoabend. Sie möchte mit ihrer Kollegin Nora gehen. Dieses Mal wählt Lina eine deutsche Komödie. Sie öffnet das Kinoprogramm. Der Film läuft in 3 Sälen. Eine Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Eine andere beginnt um 19:30 Uhr. Die letzte Vorstellung beginnt um 22 Uhr. Nora muss am nächsten Morgen früh arbeiten. Darum wählen beide 19:30 Uhr. Lina prüft die Altersfreigabe. Der Film ist ab 6 Jahren freigegeben. Dann öffnet sie den Saalplan. In der Mitte sind nur noch wenige Plätze frei. Lina wählt Reihe 7. Die Sitze 8 und 9 liegen nebeneinander. Sie bezahlt mit einem Gutschein. Der Gutschein reicht nicht für den ganzen Preis. Darum bezahlt sie den Rest mit Karte. Am Abend treffen sich beide vor dem Kino. Nora hat die Bestätigung nicht auf ihrem Handy. Doch Lina hat beide QR-Codes gespeichert. Am Eingang werden die Karten gescannt. Dann kaufen sie Getränke. Nora möchte kein Popcorn. Sie nimmt nur Wasser. Im Kinosaal finden sie die Reihe schnell. Eine Sitznummer ist aber schlecht beleuchtet. Lina fragt einen Mitarbeiter. Er zeigt auf die richtige Stelle. Der Film beginnt pünktlich. Während des Films klingelt irgendwo ein Handy. Die Person schaltet es schnell aus. Nach dem Film sprechen Lina und Nora über die besten Szenen. Beide hatten einen entspannten Abend. 71. Typische Fehler vermeiden. Ein typischer Fehler ist, nur den Filmtitel prüfen. Ein zweiter Fehler ist, die Uhrzeit nicht kontrollieren. Ein dritter Fehler ist, die Sprachfassung übersehen. Ein vierter Fehler ist, die Altersfreigabe nicht lesen. Ein fünfter Fehler ist, die alte Karte nach einer Änderung benutzen. Ein sechster Fehler ist, den QR-Code nicht öffnen können. Ein siebter Fehler ist, in den falschen Saal gehen. Ein achter Fehler ist, Reihe und Sitznummer verwechseln. Matteo vermeidet diese Fehler durch kleine Kontrollen. 72. Checkliste vor dem Kauf Filmtitel prüfen. Datum prüfen. Uhrzeit prüfen. Sprache prüfen. Untertitel prüfen. Altersfreigabe prüfen.
Anzahl der Karten wählen. Reihe und Plätze kontrollieren. Gesamtpreis lesen. Erst danach bezahlen. 73. Checkliste vor dem Film: neue Karten speichern. Handy aufladen. QR-Code bereithalten. Rechtzeitig losfahren. Richtigen Eingang finden. Saalnummer prüfen. Getränke kaufen. Reihe und Sitznummer lesen. Handy lautlos stellen. Tasche aus dem Gang nehmen. 74. Checkliste nach dem Film: Jacke mitnehmen. Tasche prüfen. Unter den Sitz schauen. Müll mitnehmen. Dem Ausgang folgen. Bei einem verlorenen Gegenstand das Kino kontaktieren. Eine mögliche Rückerstattung prüfen. Bestätigung oder Gutschein speichern. 75. Wortpaare unterscheiden Film und Vorstellung. Der Film ist die Geschichte. Die Vorstellung ist der Film zu einer bestimmten Uhrzeit. Reihe und Sitznummer. Die Reihe zeigt die Linie der Sitze. Die Sitznummer zeigt den genauen Platz. Originalfassung und Synchronfassung. In der Originalfassung hört man die Originalstimmen. In der Synchronfassung hört man deutsche Stimmen. Karte und Buchungsnummer. Die Karte erlaubt den Eintritt. Die Buchungsnummer hilft bei Fragen zum Kauf. Leinwand und Bildschirm. Die Leinwand ist groß und vorne im Saal. Der Bildschirm ist zum Beispiel auf dem Handy. 76. Hörübung mit Zahlen: höre langsam. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Die erste falsche Karte war für 22:30 Uhr. Matteo und Lina sitzen in Reihe 9. Ihre Plätze sind 10 und 11. Eine Karte kostet 12 Euro. 2 Karten kosten 24 Euro. Der Film dauert 2 Stunden. Die technische Pause dauert 6 Minuten. Matteo fragt: Meinen Sie Reihe 6 oder Reihe 9? Bei einer Nummer sagt er: Können Sie die Buchungsnummer bitte wiederholen? 77. Fragen an dich: Gehst du gern ins Kino? Welche Filme magst du? Siehst du Filme lieber auf Deutsch? Oder magst du die Originalfassung? Brauchst du Untertitel? Wo sitzt du gern? Vorne, in der Mitte oder hinten? Kaufst du Karten online? Isst du Popcorn im Kino? Welche Frage aus dieser Geschichte ist für dich nützlich? Du musst nicht laut antworten. Eine kurze Antwort im Kopf reicht. 78. Ausführliche Zusammenfassung: Matteo möchte am Freitag ins Kino gehen. Er fragt Lina. Dann öffnet er das Kinoprogramm. Beide wählen einen spanischen Film. Der Film läuft im Original mit deutschen Untertiteln. Matteo wählt 2 Plätze. Danach bezahlt er online. Kurz später entdeckt er eine falsche Uhrzeit. Er ruft das Kino an. Die Mitarbeiterin ändert die Buchung. Matteo bekommt neue Karten. Am Abend treffen sich Matteo und Lina vor dem Kino. Der QR-Code wird am Eingang gescannt. Dann kaufen sie Popcorn und Wasser. Sie suchen Saal 4. Im dunklen Saal finden sie Reihe 9. 2 andere Personen sitzen auf ihren Plätzen. Das Missverständnis wird schnell geklärt. Später kann Lina die Untertitel nicht gut sehen. Beide dürfen auf freie Plätze wechseln. Während des Films gibt es ein kleines technisches Problem. Nach wenigen Minuten läuft der Film weiter. Am Ende sprechen Matteo und Lina über die Geschichte. Am nächsten Tag sucht Lina ihren Schal. Das Fundbüro hat ihn gefunden.
Der Kinoabend endet gut. Ruhiger Abschluss, langsam kommen wir zum Ende. Du hast Matteo durch einen vollständigen Kinoabend begleitet. Er hat das Programm gelesen. Er hat die Sprache geprüft. Dann hat er Karten gekauft. Eine falsche Uhrzeit wurde geändert. Im Kino hat Matteo den richtigen Saal gefunden. Er hat Reihe und Sitznummer geprüft. Später hat er ruhig nach Hilfe gefragt. Vielleicht erinnerst du dich an OMU. Vielleicht bleibt das Wort Vorstellung. Vielleicht kennst du jetzt den Satz: Kann ich die Buchung ändern? Auch ein einziger Satz ist ein gutes Ergebnis. Dein Deutsch muss nicht perfekt sein. Es soll dir helfen. Du darfst langsam sprechen. Du darfst eine Nummer wiederholen lassen. Du darfst eine Karte noch einmal prüfen. Und du darfst freundlich nach Hilfe fragen. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Für heute ist genug. Bis zum nächsten Mal. 79. Detailübung. Das Programm Lesen Matteo arbeitet in diesem Abschnitt besonders ruhig. Er macht nur einen Schritt nach dem anderen. Schritt 1. Filmtitel lesen. Danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 2. Datum kontrollieren. Danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 3. Uhrzeit vergleichen. Danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 4. Sprachfassung finden. Danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 5. Altersfreigabe prüfen. In dieser Situation danach macht Matteo eine kurze Pause. Nun ist dieser Teil erledigt. Matteo kann zum nächsten Punkt gehen. 80. Detailübung. Plätze wählen. Matteo arbeitet in diesem Abschnitt besonders ruhig. Er macht nur einen Schritt nach dem anderen. Schritt 1. Saalplan öffnen. An diesem Punkt danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 2. Freie Plätze erkennen. Für diesen Schritt danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 3. Eine passende Reihe suchen. Im weiteren Verlauf danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 4. Sitznummern vergleichen. Bei diesem Kinoabend danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 5. Auswahl bestätigen. Während dieser Aufgabe danach macht Matteo eine kurze Pause. Nun ist dieser Teil erledigt. Matteo kann zum nächsten Punkt gehen. 81. Detailübung. Online bezahlen. Matteo arbeitet in diesem Abschnitt besonders ruhig. Er macht nur einen Schritt nach dem anderen. Schritt 1. Gesamtpreis lesen. In diesem Beispiel danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 2. Zahlungsart wählen. Bei der nächsten Kontrolle danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 3. Daten prüfen. In dieser Situation danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 4. Zahlung bestätigen. An diesem Punkt danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 5. Bestätigung speichern. Für diesen Schritt danach macht Matteo eine kurze Pause. Nun ist dieser Teil erledigt. Matteo kann zum nächsten Punkt gehen. 82. Detailübung. Am Eingang. Matteo arbeitet in diesem Abschnitt besonders ruhig. Er macht nur einen Schritt nach dem anderen. Schritt 1. Karte öffnen. Im weiteren Verlauf danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 2.
QR-Code zeigen. Bei diesem Kinoabend danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 3. Saalnummer hören. Während dieser Aufgabe danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 4. Wegbeschreibung prüfen. In diesem Beispiel danach macht Matteo eine kurze Pause. Schritt 5. Zum richtigen Stock gehen. Bei der nächsten Kontrolle danach macht Matteo eine kurze Pause. Nun ist dieser Teil erledigt. Matteo kann zum nächsten Punkt gehen. 83. Detailübung. Im Saal Matteo arbeitet in diesem Abschnitt besonders ruhig. In dieser Situation, er macht nur einen Schritt nach dem anderen. In dieser Situation Schritt 1. Reihe finden. In dieser Situation danach macht Matteo eine kurze Pause. In dieser Situation Schritt 2. Sitznummer lesen. An diesem Punkt danach macht Matteo eine kurze Pause. In dieser Situation Schritt 3. Tasche sicherstellen. Für diesen Schritt danach macht Matteo eine kurze Pause. In dieser Situation Schritt 4. Handy lautlos machen. Im weiteren Verlauf danach macht Matteo eine kurze Pause. In dieser Situation Schritt 5. Leinwand gut sehen. Bei diesem Kinoabend danach macht Matteo eine kurze Pause. In dieser Situation nun ist dieser Teil erledigt. In dieser Situation Matteo kann zum nächsten Punkt gehen. 84. Detailübung. Nach dem Film Matteo arbeitet in diesem Abschnitt besonders ruhig. An diesem Punkt er macht nur einen Schritt nach dem anderen. An diesem Punkt Schritt 1. Eigene Sachen prüfen. Während dieser Aufgabe danach macht Matteo eine kurze Pause. An diesem Punkt Schritt 2. Ausgang suchen. In diesem Beispiel danach macht Matteo eine kurze Pause. An diesem Punkt Schritt 3. Über den Film sprechen. Bei der nächsten Kontrolle danach macht Matteo eine kurze Pause. An diesem Punkt Schritt 4. Verlorene Dinge melden. In dieser Situation danach macht Matteo eine kurze Pause. An diesem Punkt Schritt 5. Bewertung speichern. An diesem Punkt danach macht Matteo eine kurze Pause. An diesem Punkt nun ist dieser Teil erledigt. An diesem Punkt Matteo kann zum nächsten Punkt gehen. 85. Mini-Dialog. Uhrzeit Matteo. Ich habe die falsche Vorstellung gewählt. Mitarbeiterin, welche Uhrzeit möchten Sie? Matteo, ich möchte die Vorstellung um 20 Uhr. Das Gespräch bleibt kurz. Beide sprechen über einen klaren Punkt. Matteo hört die Antwort vollständig an. Danach wiederholt er die wichtigste Information. Wenn noch etwas offen ist, fragt er noch einmal. 86. Mini-Dialog. Sprachfassung Matteo. Ist der Film auf Deutsch? Mitarbeiterin, nein. Er läuft im Original mit Untertiteln. Matteo, dann passt diese Vorstellung gut. Das Gespräch bleibt kurz. Beide sprechen über einen klaren Punkt. Matteo hört die Antwort vollständig an. Danach wiederholt er die wichtigste Information. Wenn noch etwas offen ist, fragt er noch einmal. 87. Mini-Dialog. Sitzplatz Matteo. Ich glaube, das sind unsere Plätze. Mitarbeiterin. Welche Reihe steht auf Ihrer Karte? Matteo, auf meiner Karte steht Reihe 9. Das Gespräch bleibt kurz. Beide sprechen über einen klaren Punkt. Matteo hört die Antwort vollständig an. Danach wiederholt er die wichtigste Information. Wenn noch etwas offen ist, fragt er noch einmal. 88.
Mini-Dialog Saal Matteo. Wo finde ich Saal 4? Mitarbeiterin. Im ersten Stock auf der linken Seite. Matteo. Vielen Dank. Dann gehen wir nach links. Das Gespräch bleibt kurz. Beide sprechen über einen klaren Punkt. Matteo hört die Antwort vollständig an. Danach wiederholt er die wichtigste Information. Wenn noch etwas offen ist, fragt er noch einmal. 89. Mini-Dialog. Popcorn, Matteo. Haben Sie süßes Popcorn? Mitarbeiterin. Ja. Klein, mittel oder groß? Matteo. Eine kleine Portion bitte. Das Gespräch bleibt kurz. In dieser Situation beide sprechen über einen klaren Punkt. In dieser Situation Matteo hört die Antwort vollständig an. In dieser Situation danach wiederholt er die wichtigste Information. In dieser Situation, wenn noch etwas offen ist, fragt er noch einmal. 90. Mini-Dialog. Lautstärke Matteo. Könnten Sie bitte etwas leiser sprechen? Mitarbeiterin. Ja, entschuldigen Sie bitte. Matteo, danke. Jetzt kann ich den Film wieder hören. Das Gespräch bleibt kurz. An diesem Punkt beide sprechen über einen klaren Punkt. An diesem Punkt Matteo hört die Antwort vollständig an. An diesem Punkt danach wiederholt er die wichtigste Information. An diesem Punkt, wenn noch etwas offen ist, fragt er noch einmal. 91. Mini-Dialog. Platzwechsel Matteo. Dürfen wir auf die freien Plätze wechseln? Mitarbeiterin. Ja. Die Plätze sind nicht verkauft. Matteo. Vielen Dank. Wir wechseln leise. Das Gespräch bleibt kurz. Für diesen Schritt, beide sprechen über einen klaren Punkt. Für diesen Schritt Matteo hört die Antwort vollständig an. Für diesen Schritt danach wiederholt er die wichtigste Information. Für diesen Schritt, wenn noch etwas offen ist, fragt er noch einmal. 92. Mini-Dialog. Fundbüro Matteo. Ich habe gestern meinen Schal verloren. Mitarbeiterin. Welche Farbe hat der Schal? Matteo, er ist blau und hat ein kleines Muster. Das Gespräch bleibt kurz. Im weiteren Verlauf, beide sprechen über einen klaren Punkt. Im weiteren Verlauf Matteo hört die Antwort vollständig an. Im weiteren Verlauf danach wiederholt er die wichtigste Information. Im weiteren Verlauf, wenn noch etwas offen ist, fragt er noch einmal. 93. Mini-Dialog. Erstattung Matteo. Die Vorstellung wurde abgesagt. Mitarbeiterin. Sie können Geld oder einen Gutschein bekommen. Matteo. Ich möchte bitte eine Rückerstattung. Das Gespräch bleibt kurz. Bei diesem Kinoabend beide sprechen über einen klaren Punkt. Bei diesem Kinoabend Matteo hört die Antwort vollständig an. Bei diesem Kinoabend danach wiederholt er die wichtigste Information. Bei diesem Kinoabend, wenn noch etwas offen ist, fragt er noch einmal. 94. Mini-Dialog. Ermäßigung Matteo. Gibt es einen Studentenpreis? Mitarbeiterin. Ja. Haben Sie einen Studentenausweis? Matteo. Hier ist mein Ausweis. Das Gespräch bleibt kurz. Während dieser Aufgabe beide sprechen über einen klaren Punkt. Während dieser Aufgabe Matteo hört die Antwort vollständig an. Während dieser Aufgabe danach wiederholt er die wichtigste Information. Während dieser Aufgabe, wenn noch etwas offen ist, fragt er noch einmal. 95. Eine Matinee am Sonntag besucht Matteo eine Vorstellung am Vormittag. Das Kino ist ruhiger als am Abend. Er kauft nur eine Karte und wählt einen Platz in der Mitte.
Der Hauptfilm beginnt fast ohne lange Werbung. 96. Ein günstiger Montag. Montags sind die Karten billiger. Matteo sieht den Sonderpreis auf der Internetseite. Er prüft, ob der neue Film zum Angebot gehört. Danach kauft er 2 günstige Karten. 97. Reservierung ohne Zahlung. Ein anderes Kino erlaubt eine Reservierung ohne Online-Zahlung. Die Plätze bleiben bis 19 Uhr frei. Matteo holt die Karten an der Kasse ab. Er bezahlt erst dort. 98. Eine verfallene Reservierung. Matteo kommt zu spät zur Kinokasse. Die Reservierung ist schon abgelaufen. Zum Glück gibt es noch 2 Plätze weiter vorne. Er nimmt diese Plätze. 99. Ein 3D-Film. Ein neuer Film läuft in 3D. Dafür braucht Matteo eine besondere Brille. Am Eingang bekommt er die Brille. Nach dem Film gibt er sie zurück. 100. Eine andere 3D-Brille. Lina trägt eine normale Brille. Die erste 3D-Brille sitzt nicht gut. Ein Mitarbeiter bringt ein anderes Modell. Nun kann Lina den Film bequem sehen. 101. Ein Film mit Pause. Der Film dauert fast 3 Stunden. Nach 90 Minuten gibt es eine Pause. Matteo geht kurz zur Toilette. Lina bleibt am Platz. 102. Ein Kurzfilmabend. Das Kino zeigt mehrere kurze Filme. Zwischen den Filmen gibt es kleine Pausen. Matteo sieht verschiedene Stile. Der ganze Abend dauert trotzdem nur 2 Stunden. 103. Ein Dokumentarfilm. Lina wählt einen Dokumentarfilm. Der Film zeigt echte Menschen und Orte. Nach der Vorstellung gibt es ein Gespräch. Lina stellt eine kurze Frage. 104. Ein Horrorfilm. Matteo mag keine sehr gruseligen Filme. Er liest die Beschreibung genau. Dort stehen Hinweise zu starken Bildern. Deshalb wählt er lieber eine Komödie. 105. Eine Komödie. Im Saal lachen viele Zuschauer. Auch Lina lacht an mehreren Stellen. Nach dem Film erinnert sie sich an eine besonders lustige Szene. Die Stimmung bleibt leicht. 106. Ein Drama. Das Drama erzählt eine ernste Geschichte. Matteo wird nachdenklich. Nach dem Ende bleibt er noch kurz sitzen. Dann spricht er leise mit Lina. 107. Ein Actionfilm. Der Actionfilm hat schnelle Szenen und laute Musik. Matteo möchte nicht zu nah an der Leinwand sitzen. Er wählt einen Platz in der Mitte. Dort sieht er das ganze Bild gut. 108. Ein Animationsfilm. Pablo möchte einen Animationsfilm sehen. Matteo prüft trotzdem die Altersfreigabe. Nicht jeder Animationsfilm ist für kleine Kinder. Dieser Film passt für Pablo. 109. Ein Stummfilm. Das Kino zeigt einen alten Stummfilm. Eine Musikerin spielt live Klavier. Es gibt keine gesprochenen Dialoge. Matteo erlebt so eine Vorstellung zum ersten Mal. 110. Japanisch mit Untertiteln. Ein Film läuft auf Japanisch. Matteo versteht die Sprache nicht. Deutsche Untertitel helfen ihm. Nach einigen Minuten gewöhnt er sich an das Lesen. 111. Englische Untertitel. Lina sieht eine Vorstellung mit englischen Untertiteln. Sie möchte lieber deutsche Untertitel. Darum wählt sie eine andere Uhrzeit. Die zweite Vorstellung passt besser. 112. Nur Originalversion. Bei einer Vorstellung steht nur Off.
Das bedeutet Originalversion ohne deutsche Untertitel. Matteo versteht die Sprache. Lina entscheidet sich trotzdem für Omu. 113. Eine Kindervorstellung. Für Kinder läuft der Film auf Deutsch. Pablo kann so alles besser verstehen. Matteo prüft die Uhrzeit. Dann kauft er die Familienkarten. 114. Ein Schauspieler zu Gast. Nach dem Film kommt ein Schauspieler auf die Bühne. Das Publikum darf Fragen stellen. Matteo reserviert früh, weil die Vorstellung schnell voll ist. Er bekommt noch einen guten Platz. 115. Nur die erste Reihe. Bei einer Vorstellung sind nur vorne Plätze frei. Matteo sitzt dort nicht gern. Die Leinwand ist ihm zu nah. Er wählt eine spätere Vorstellung. 116. Die letzte Reihe Lina sitzt gern weit hinten. Von dort sieht sie den ganzen Saal. Sie wählt 2 Plätze in der Mitte der letzten Reihe. Matteo ist damit einverstanden. 117. Ein Platz am Gang Matteo möchte leicht aufstehen können. Darum wählt er einen Platz am Gang. Auf dem Saalplan sieht er den Rand der Reihe. Der Platz passt gut. 118. Ein kaputter Sitz Matteos Sitz hat eine lockere Lehne. Er informiert einen Mitarbeiter. Das Kino bietet einen anderen Platz an. Matteo wechselt vor dem Film. 119. Verschüttete Limonade. Im Gang liegt verschüttete Limonade. Der Boden ist rutschig. Lina informiert das Personal. Eine Mitarbeiterin reinigt die Stelle. 120. Ein kalter Saal, die Klimaanlage ist stark. Lina zieht ihre Jacke an. Sie ist froh, dass sie die Jacke mitgenommen hat. Beim nächsten Mal denkt sie wieder daran. 121. Ein warmer Saal. In einem kleinen Kinosaal ist es warm. Matteo trinkt genug Wasser. Er nimmt nur eine kleine Portion Popcorn. Nach dem Film geht er an die frische Luft. 122. Ein Feueralarm, plötzlich ertönt ein Alarm. Das Licht geht an. Alle Zuschauer verlassen ruhig den Saal. Sie folgen den grünen Ausgangsschildern. 123. Ein Fehlalarm draußen erklärt ein Mitarbeiter die Situation. Es war nur ein Fehlalarm. Nach kurzer Zeit dürfen alle zurück. Der Film startet an der richtigen Stelle. 124. Eine abgesagte Vorstellung. Ein technischer Fehler ist zu groß. Die Vorstellung wird abgesagt. Matteo kann eine andere Uhrzeit wählen. Er nimmt die Vorstellung am nächsten Tag. 125. Eine verspätete Vorstellung. Der Film beginnt 20 Minuten später. Am Eingang steht ein Hinweis. Matteo fragt nach der neuen Startzeit. Dann wartet er im Foyer. 126. Falscher Filmtitel. Auf Matteos Karte steht ein anderer Film. Er hat beim Kauf den falschen Titel gewählt. An der Kasse erklärt er den Fehler. Die Mitarbeiterin sucht eine Lösung. 127. Falsches Datum. Matteo wählt versehentlich den nächsten Monat. Die Uhrzeit sieht richtig aus. Vor der Zahlung bemerkt er das Datum. Er korrigiert die Auswahl. 128. Falscher Wochentag. Lina glaubt, die Karten sind für Samstag. Auf der Bestätigung steht aber Freitag. Beide prüfen ihre Termine. Zum Glück können sie auch am Freitag. 129.
3 statt 2 Karten. Im Warenkorb liegen 3 Karten. Matteo braucht aber nur 2. Er entfernt eine Karte. Danach prüft er den Gesamtpreis erneut. 130. Ein Kind fehlt. Bei der Familienbuchung fehlt Pablos Karte. Matteo hat nur 2 Erwachsene gewählt. Vor der Zahlung erkennt er den Fehler. Dann fügt er ein Kind hinzu. 131. Ein abgelaufener Gutschein Matteo gibt einen alten Gutscheincode ein. Das System lehnt den Code ab. Er prüft das Datum. Der Gutschein ist nicht mehr gültig. 132. Ein falscher Gutscheincode. Ein neuer Gutschein funktioniert zuerst nicht. Matteo vergleicht jeden Buchstaben. Eine 0 wurde mit dem Buchstaben O verwechselt. Nach der Korrektur klappt es. 133. Eine doppelte Buchung Matteo erhält 2 Bestätigungen. Auf dem Konto sieht er 2 Zahlungen. Er kontaktiert sofort das Kino. Eine Buchung wird storniert. 134. Eine Stornierung. Stornieren bedeutet, eine Buchung zu beenden. Matteo bekommt eine schriftliche Bestätigung. Der Betrag kommt später zurück. Er speichert die Nachricht. 135. Eine Rechnung. Matteo braucht eine Rechnung für die Karten. Auf der Internetseite findet er den Bereich Rechnung. Dort lädt er ein PDF herunter. Die Datei kommt in seinen Ordner. 136. Eine Gruppenbuchung. 8 Freunde möchten zusammensitzen. Online findet Matteo keine ganze Reihe. Er ruft das Kino an. Eine Mitarbeiterin hilft bei der Gruppenbuchung. 137. Ein Kindergeburtstag. Pablo feiert seinen Geburtstag im Kino. 6 Kinder kommen mit. Das Kino bietet Karten, Getränke und Popcorn an. Matteo prüft den Preis pro Kind. 138. Zu spät angekommen. Die Straßenbahn hat Verspätung. Matteo kommt erst während der Werbung. Der Hauptfilm läuft noch nicht. Er findet leise seinen Platz. 139. Nach Filmbeginn ein anderes Mal beginnt der Hauptfilm schon. Ein Mitarbeiter zeigt Matteo mit einer kleinen Lampe den Weg. Matteo setzt sich leise. Er stört die anderen Gäste nicht. 140. Kurz hinausgehen. Matteo muss während des Films den Saal verlassen. Er merkt sich Reihe und Sitznummer. Beim Zurückkommen findet er den Platz schnell. Lina hält den Sitz frei. 141. Eine geschlossene Tür. Nach dem Film ist eine Tür geschlossen. Matteo sucht das grüne Ausgangsschild. Der richtige Weg liegt auf der anderen Seite. Beide verlassen den Saal sicher. 142. Ein Gespräch auf Deutsch. Nach dem Film spricht eine Moderatorin. Lina versteht nicht jeden Satz. Sie hört auf wichtige Wörter. Später fragt sie Matteo nach dem Inhalt. 143. Eine Frage auf Englisch. Ein Gast spricht nur Englisch. Matteo stellt eine einfache Frage. Danach wird die Antwort auf Deutsch zusammengefasst. So verstehen auch andere Zuschauer den Punkt. 144. Eine Autogrammstunde. Nach einer Premiere wartet Matteo in einer Reihe. Ein Schauspieler gibt Autogramme. Matteo hält ein kleines Filmplakat bereit. Dann bekommt er eine Unterschrift. 145. Fotografieren verboten. Im Saal darf Matteo nicht fotografieren.
Er macht kein Bild von der Leinwand. Nach dem Film fotografiert er nur das offizielle Plakat. Das ist erlaubt. 146. Ein Kinoabend allein. Matteo geht manchmal allein ins Kino. Er kann die Uhrzeit spontan wählen. Nach dem Film trinkt er einen Tee. Der Abend ist trotzdem angenehm. 147. Kinokarten als Geschenk. Lina schenkt Matteo einen Kinogutschein. Der Gutschein liegt in einer kleinen Karte. Matteo freut sich darüber. Später wählen beide gemeinsam einen Film. 148. Das Lieblingskino. Matteo besucht oft dasselbe Kino. Er kennt den Weg und das Foyer. Trotzdem prüft er jedes Mal die Saalnummer. So geht er nicht aus Gewohnheit falsch. 149. Ein neues Kino. In einer anderen Stadt besucht Matteo ein großes Kino. Es gibt dort 12 Säle. Matteo kennt das Gebäude nicht. Am Eingang fragt er nach dem Weg. 150. Kino im Einkaufszentrum. Das liegt oben im Einkaufszentrum. Nach Ladenschluss bleibt nur ein Eingang offen. Matteo liest die Wegbeschreibung in der E-Mail. So findet er den Zugang. 151. Parken am Kino. Lina fährt mit dem Auto. Das Kino hat ein Parkhaus. Nach dem Film lässt sie das Parkticket entwerten. Dadurch kostet das Parken weniger. 152. Mit dem Fahrrad. Im Sommer fährt Matteo mit dem Fahrrad. Vor dem Kino stehen Fahrradständer. Er schließt das Rad sicher ab. Dann geht er zum Eingang. 153. Die letzte Straßenbahn. Die späte Vorstellung endet nach Mitternacht. Matteo prüft vorher den Fahrplan. Die letzte Bahn fährt um 0:40 Uhr. Der Film endet rechtzeitig. 154. Ein Taxi nach einer anderen Vorstellung fährt keine Bahn mehr. Matteo und Lina bestellen ein Taxi. Sie warten im hellen Eingangsbereich. Dann fahren sie gemeinsam nach Hause. 155. Ein Open-Air-Kino. Im Sommer steht die Leinwand in einem Park. Matteo nimmt eine Decke mit. Der Film beginnt nach Sonnenuntergang. Am Abend wird es kühl. 156. Regen beim Open-Air-Kino. Kurz vor dem Film beginnt es zu regnen. Das Kino sendet eine Nachricht. Die Vorstellung wird verschoben. Matteo prüft das neue Datum. 157. Ein Filmfestival. Ein Festival zeigt viele besondere Filme. Manche Vorstellungen gibt es nur einmal. Matteo liest das Programm genau. Er reserviert früh. 158. Ein Gespräch mit der Regisseurin. Nach dem Film kommt die Regisseurin auf die Bühne. Matteo hebt die Hand. Er fragt nach dem Drehort. Die Regisseurin antwortet freundlich. 159. Ein Fundstück. Matteo findet unter seinem Sitz eine Mütze. Er nimmt sie nicht mit nach Hause. Er gibt sie beim Fundbüro ab. Dort wird der Fund notiert. 160. Eine ruhige Wiederholung. Matteo kennt nun den Ablauf gut. Er prüft zuerst Film, Datum und Uhrzeit. Danach kontrolliert er Sprache und Plätze. Zum Schluss speichert er die Karte. 161. Letzte lange Zusammenfassung. Matteo hat inzwischen viele verschiedene Kinoabende erlebt. Manchmal kauft er die Karten online. Manchmal reserviert er nur und bezahlt später an der Kasse.
Vor jedem Kauf prüft er den Filmtitel. Danach schaut er auf Datum und Uhrzeit. Er liest auch die Sprachfassung. Bei Omu hört er die Originalsprache und liest deutsche Untertitel. Bei einer Synchronfassung hört er deutsche Stimmen. Matteo kontrolliert außerdem die Altersfreigabe. Das ist besonders wichtig, wenn Pablo mitkommt. Nach der Auswahl öffnet Matteo den Saalplan. Er sucht freie Plätze. Dann vergleicht er Reihe und Sitznummer. Vor der Zahlung prüft er die Anzahl der Karten. Auch den Gesamtpreis liest er noch einmal. Nach dem Kauf speichert er die Bestätigung. Eine alte oder falsche Karte markiert er deutlich. Am Kino öffnet er den QR-Code. Dann fragt er nach dem richtigen Saal. Im dunklen Kinosaal benutzt er nur wenig Licht. Er achtet auf andere Zuschauer. Wenn ein Platz besetzt ist, fragt er höflich. Wenn ein Sitz kaputt ist, informiert er das Personal. Bei einem technischen Problem wartet Matteo auf eine Erklärung. Wird die Vorstellung abgesagt, fragt er nach einer neuen Karte oder einer Rückerstattung. Nach dem Film nimmt er alle eigenen Sachen mit. Er schaut auch unter den Sitz. Bei einem verlorenen Gegenstand ruft er das Fundbüro an. Matteo muss nicht jede Situation vorher kennen. Er braucht nur einige klare Fragen. Wann beginnt die Vorstellung? In welcher Sprache läuft der Film? Wo ist mein Sitzplatz? Kann ich die Buchung ändern? Wo finde ich den Ausgang? Diese Fragen machen den Kinoabend einfacher. 164. Eine Karte ausdrucken. Matteo möchte eine Papierkarte haben. Zu Hause öffnet er die Bestätigung. Dann druckt er die Karte aus. Am Eingang zeigt er den QR-Code auf dem Papier. Der Scanner liest ihn ohne Problem. 165. Akku fast leer. Vor dem Kino merkt Matteo, dass sein Handy fast leer ist. Er öffnet die Karte sofort. Dann macht er einen Screenshot. So bleibt der QR-Code auch ohne Internet sichtbar. 166. Kein Internet am Eingang. Im Foyer ist die Verbindung schlecht. Matteo kann die E-Mail nicht öffnen. Zum Glück hat er die Karte vorher gespeichert. Er zeigt den gespeicherten QR-Code. 167. Eine falsche E-Mail-Adresse. Matteo bekommt keine Bestätigung. Dann prüft er die eingegebene E-Mail-Adresse. Ein Buchstabe ist falsch. Das Kino sendet die Karten an die richtige Adresse. 168. Ein voller Posteingang. Linas Postfach ist voll. Die neue Karte kommt deshalb nicht an. Matteo schickt ihr nur den QR-Code als Bild. Später löscht Lina alte Nachrichten. 169. Spam-Ordner. Die Bestätigung scheint zu fehlen. Matteo schaut in den Spam-Ordner. Dort findet er die Nachricht des Kinos. Er markiert sie als sicher. 170. Ein Sitz mit schlechter Sicht. Vor einem Platz steht eine Säule. Die Sicht auf die Leinwand ist nicht gut. Matteo fragt nach einem anderen Sitz. Das Personal bietet 2 freie Plätze an. 171. Ein sehr kleiner Kinosaal. Der Saal hat nur 40 Plätze. Die Atmosphäre ist ruhig. Matteo sitzt in Reihe 4. Die Leinwand ist kleiner, aber gut sichtbar. 172. Ein großer Kinosaal. Der große Saal hat mehrere 100 Plätze. Die Reihen sind lang. Matteo prüft deshalb den Eingang zur richtigen Seite. So muss er nicht durch die ganze Reihe gehen. 173.
Ein Balkon im Kino. Ein altes Kino hat einen Balkon. Die Plätze liegen höher. Lina mag die Sicht von oben. Beide wählen 2 Plätze in der ersten Balkonreihe. 174. Eine Loge. Manche Kinos haben kleine Logen. Dort gibt es breite Sitze. Der Preis ist höher. Matteo entscheidet sich diesmal für normale Plätze. 175. Besondere Sitze. Ein Kino bietet Sitze mit beweglicher Lehne. Lina liest die Beschreibung. Sie möchte lieber einen normalen Sitz. Darum wählt sie einen anderen Bereich. 176. Keine freien Plätze nebeneinander. Es gibt nur einzelne freie Plätze. Matteo und Lina möchten zusammensitzen. Sie wählen eine spätere Vorstellung. Dort finden sie 2 Plätze nebeneinander. 177. Platztausch mit einer Familie. Eine Familie sitzt getrennt. Matteo und Lina können ihre Plätze tauschen. Danach sitzt die Familie zusammen. Matteo bekommt einen ähnlichen Platz. 178. Eine defekte Getränkehalterung. Der Getränkehalter an Linas Sitz ist kaputt. Sie stellt das Wasser vorsichtig unter den Sitz. Danach informiert sie das Personal. 179. Zu viel Salz. Matteos Popcorn ist sehr salzig. Er fragt am Tresen freundlich nach. Der Mitarbeiter tauscht die Portion um. 180. Falsches Getränk. Lina bestellt stilles Wasser. Sie bekommt Wasser mit Kohlensäure. Sie zeigt die Flasche. Der Mitarbeiter gibt ihr die richtige Sorte. 181. Allergiehinweis. Pablo hat eine Allergie. Matteos Schwester fragt nach den Zutaten. Der Mitarbeiter zeigt eine Liste. So können sie sicher auswählen. 182. Eigenes Essen. Das Kino hat Regeln für eigenes Essen. Matteo liest die Hinweise vor dem Besuch. Er nimmt nur das mit, was erlaubt ist. 183. Leerer Seifenspender. Auf der Toilette ist der Seifenspender leer. Lina informiert eine Mitarbeiterin. Kurz danach wird er aufgefüllt. 184. Barrierefreier Aufzug. Der Aufzug zum Kinosaal funktioniert nicht. Eine Besucherin braucht einen barrierefreien Weg. Das Personal zeigt einen anderen Aufzug. 185. Gebärdensprache. Bei einer besonderen Vorstellung gibt es Gebärdensprache. Eine Dolmetscherin steht neben der Leinwand. Die Information steht im Programm. 186. Untertitel für Hörgeschädigte. Ein Film bietet besondere Untertitel. Dort stehen auch wichtige Geräusche. Matteo liest die Erklärung. Er versteht den Unterschied. 187. Ein Platz für eine Begleitperson. Eine Besucherin kommt mit einer Begleitperson. Das Kino reserviert 2 passende Plätze. Beide sitzen nebeneinander. 188. Eine Schulvorstellung. Am Vormittag besucht eine Schulklasse das Kino. Der Film gehört zum Unterricht. Danach sprechen die Schüler über die Geschichte. 189. Ein Seniorennachmittag. Das Kino bietet eine frühe Vorstellung für ältere Gäste. Das Licht bleibt länger an. Der Ton ist angenehm eingestellt. 190. Ein Originalfilm ohne Werbung. Bei einer Sondervorstellung gibt es keine Werbung. Der Film beginnt genau zur angegebenen Zeit.
Matteo kommt deshalb besonders pünktlich. 191. Eine Vorpremiere. Der Film läuft vor dem offiziellen Start. Diese Vorstellung heißt Vorpremiere. Matteo bekommt Karten über einen Newsletter. 192. Eine Mitternachtspremiere. Ein beliebter Film startet um Mitternacht. Viele Fans tragen besondere Kleidung. Matteo prüft vorher den Heimweg. 193. Ein Newsletter Matteo möchte neue Kinotermine bekommen. Er meldet sich für den Newsletter an. Später kann er die Nachrichten wieder abbestellen. 194. Ein Kundenkonto löschen. Matteo nutzt das Kino nicht mehr. Er möchte sein Kundenkonto löschen. Auf der Internetseite findet er die passende Funktion. 195. Eine letzte Erinnerung vor dem nächsten Kinoabend öffnet Matteo seine Checkliste. Film, Datum, Uhrzeit und Sprache stimmen. Auch Reihe und Sitznummer sind klar. Dann kann der Abend beginnen. 196. Eine letzte vollständige Übung. Matteo plant noch einmal einen Kinoabend von Anfang bis Ende. Zuerst öffnet er die offizielle Internetseite. Dann sucht er den gewünschten Film. Er prüft das Datum. Danach liest er die Uhrzeit. Nun schaut er auf die Sprachfassung. Der Film läuft im Original. Deutsche Untertitel sind vorhanden. Die Altersfreigabe passt. Matteo wählt 2 Karten. Im Saalplan sucht er eine mittlere Reihe. Die Plätze liegen nebeneinander. Vor der Zahlung liest er den Gesamtpreis. Dann bezahlt er mit Karte. Eine Bestätigung erscheint. Matteo speichert den QR-Code. Er schickt Lina die zweite Karte. Am Abend fährt er rechtzeitig los. Vor dem Kino trifft er Lina. Beide öffnen ihre Karten. Am Eingang werden die Codes gescannt. Dann kaufen sie kleine Getränke. Matteo nimmt salziges Popcorn. Lina wählt süßes Popcorn. Auf der Karte steht Saal 3. Ein Schild zeigt den Weg. Im Saal ist es schon etwas dunkel. Matteo liest zuerst die Reihennummer. Dann sucht er die beiden Sitznummern. Die Plätze sind frei. Beide setzen sich. Sie stellen die Handys auf lautlos. Die Werbung beginnt. Danach kommen 2 Trailer. Dann startet der Hauptfilm. Die Untertitel sind gut lesbar. Der Ton ist klar. Während des Films bleibt der Saal ruhig. Nach dem Ende nehmen beide ihre Sachen mit. Sie folgen dem Ausgangsschild. Vor dem Kino sprechen sie über den Film. Matteo sagt, heute hat alles gut funktioniert. Lina antwortet, weil wir jede wichtige Information geprüft haben. Dieser Satz fasst den ganzen Abend zusammen. Nicht alles muss schnell gehen. Ein kleiner Kontrollschritt kann ein Problem verhindern. Eine kurze Frage kann Unsicherheit lösen. Und ein ruhiges Gespräch kann den Kinoabend wieder angenehm machen.